Herzlich willkommen zu Mutig, anders, unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Heute wieder gelesen in den Newsletter der Zeitung, ganz groß angekündigt, 120 Milliliter soll es regnen und die Flüsse sollen überlaufen. Eine Woche vorher war die Nachricht, wir kriegen den kältesten Winter hier im Januar mit minus 50 Grad und so weiter. Sie hören immer mehr negative Nachrichten. Und was wir wirklich unser Land braucht, sind positive Nachrichten. Und positive Nachrichten müssen weitererzählt werden. Und es gehört normalerweise in Zeitungen verboten, dass es negative Nachrichten gibt. Und wir müssten einfach mal auffordern, die Zeitungen müssten einen Monat oder die Nachrichtensender einen Monat lang nur positive Nachrichten verbreiten. Und unser Land hat es dringend notwendig, dass wir uns auf positive Nachrichten einstellen. Jetzt kommt die Krise der Bauwirtschaft, die Krise der Autoindustrie. Wir haben keine Krise. Ich sehe das nicht so, weil wenn man heute anschaut, dass die meisten Menschen über 200, 220, 240 Stunden arbeiten und normalerweise die Regelarbeitszeit bei einer 39 oder 40 Stunden Woche liegt, dann wären wir bei 160 Stunden im Monat. Also wenn wir jetzt mal die ganzen vielen Überstunden runter reduzieren auf normale Arbeitszeiten und die Wirtschaft geht entsprechend runter, dann ist es so, dass wir immer noch gut leben können. Wir können sicher alles bezahlen. Wir haben vielleicht nicht ganz so großen Wohlstand, dass wir alle 3 Jahre oder 4 Jahre oder 5 Jahre ein neues Auto kaufen, sondern die Autos müssen dann halt auch mal 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre wieder halten. Wir können nicht so oft in Urlaub fahren oder wir machen mehr in Deutschland Urlaub. Wir gehen mehr wandern in Deutschland. Wir gehen vielleicht mehr Kajak fahren in Deutschland, mehr Radfahren, machen halt mal nur einmal im Jahr Urlaub mit der Familie. Das war früher auch üblich. Wir sind nicht ewig mit dem Flugzeug irgendwo 10, 12 Stunden hingeflogen, sondern wir sind in Deutschland geblieben. Wir sind vielleicht an die Nachbarländer gefahren. Zu DDR-Zeiten war das halt nur nach Polen oder Tschechien oder Ungarn möglich. Vielleicht besinnen wir uns darauf wieder zurück, dass wir im nahen Umfeld Urlaub machen und nicht kreuz und quer durch die Welt fliegen. Und vielleicht brauchen wir auch eine Erholung unserer Wirtschaft, dass es alles ein bisschen langsamer geht, leichter geht. Und ich bitte darum, wirklich mal regelmäßig positive Nachrichten zu versenden. Das bitte ich auch die Nachrichtensender verstärkt mal in Angriff zu nehmen, auch die ganzen sozialen Medien hier mal positive Nachrichten zu bringen. Und ich glaube, wir stehen vor einer ganz spannenden Zeit, wenn wir das mal positiv sehen, was es alles Positives in letzter Zeit gegeben hat. Also ich kann über viele positive Sachen von letztes Jahr von unserem Unternehmen berichten und das habe ich auch über die sozialen Medien gemacht. So die letzten Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich so ein bisschen berichtet, was wir Positives mit dem Unternehmen gemacht haben, wie viele Events wir gemacht haben, wie viele Auszeichnungen wir bekommen haben. Oder zum Beispiel unsere gewerblichen Mitarbeiter sind in dem Jahr im letzten Jahr mit 0 Arbeitsunfälle durchs Leben gegangen. Das finde ich hervorragend. Und solche positive Sachen muss man einfach berichten und mal das Negative weglassen und das Negative nach oben pushen. Es hat nicht nur Silvester Krawalle gegeben oder Silvester sind Feuerwehr und Polizei angegriffen worden, sondern es hat ganz viele Geburten gegeben. Es sind neue Erdenmenschen auf die Welt gekommen. Überall in Deutschland, auch in der Ukraine sind neue Kinder auf die Welt gekommen. Und ich finde das echt genial. Ich wünsche euch ein friedliches Jahr mit ganz vielen positiven Nachrichten und verbreitet auch positive Nachrichten. Euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders, unterwegs.
Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.